Now ein Mann von Bethanien beim Namen Lazarus war krank. Bethanien war die Stadt von die Maria und ihrer Schwester Martha. Es war Sally Maria, wo der Herr gesalbt hat mit Kräuteröl und hat sein Fies abgeputzt mit ihrer Haar. Es war ihre Bruder, der Lazarus, wo krank war. Die Schwester haben noch was zu Jesus geschickt und haben gesagt, Herr, der wo du liebst, ist krank. Aber wo Jesus das gehört hat, hat er gesagt, die Krankheit ist nicht ein Todeskrankheit. Das ist für die Heiligkeit von Gott, so ist Gottes Sohn, die kriegt euch das. Na, Jesus hat die Maria, ihre Schwester, und der Lazarus artig lieb gehabt. Wo er gehört hat, dass der Lazarus krank war, ist er noch 2 Tage länger an seinem Platz geblieben. No Salem hat er gesagt zu den Jüngern, maar wel wieder nach Judäa gehen. Die Jünger haben gesagt zu ihm, Meister, die Juden haben just kürzlich die Steine gebellen und gehst du wieder dorthin? Jesus hat gesagt, sind's nicht 12 Stunden im Tag? Wenn einer per Tag schläft, tut er nicht stolpern, weil er schlicht sein von der Welt. Aber wenn er läuft in die Nacht, stolpert er, weil kein Licht in ihm ist. Er hat selber geschwätzt zu ihnen, nur hat er gesagt, unser Freund, der Lazarus, ist eingeschlafen, aber ich gebe ihn aufwecken vom Schlaf. Die Jünger haben gesagt zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er wieder besser. Na, Jesus hat geschwätzt wegen seinem Tod, aber die Jünger haben gemeint, er war am Schwätzen wegen Ruhe im Schlaf. Nur hat Jesus ihnen grad rausgesagt, der Lazarus ist tot. Und für euer Gut bin ich froh, dass ich nicht dort war, so es der Glaube kennet. Aber man will zu ihm gehen. Der Thomas, der wo als Zwillingkäse hat gesagt zu den Jüngern, man will auch gehen, so es mehr mit ihm sterben können. Na, wo Jesus hingekommen ist, hat er gefunden, dass der Lazarus schon 4 Tage im Grab war. Bethanien war nächst an Jerusalem, about 2 Meilen ab. Und viel von den Juden sind zu die Maria und die Martha gekommen, dass sie dreiste wegen ihrem Bruder. Wo die Martha gehört hat, dass Jesus am Kommen war, ist sie gegangen und hat ein Auge getroffen, aber die Maria ist im Haus hocken geblieben. Die Martha hat zu Jesus gesagt, Herr, wenn du geweest wärst, wär mein Bruder nicht gestorben. Und even now weiß ich, wenn du etwas fragst von Gott, tut dir's geben. Jesus hat gesagt zu ihr, dein Bruder zählt wieder aufstehen. Die Martha hat gesagt zu ihm, ich weiß, dass wieder aufsteht in die Aufstehung von die Toten am letzten Tag. Jesus hat gesagt zu ihr, ich bin die Aufstehung und das Leben. Der, wo an mich glaubt, even wenn er stirbt, soll er auch noch leben. Und wer aber es lebt und glaubt an mich, soll nie nicht sterben. Glaubst du das? Sie hat gesagt zu ihm, ja, Herr, ich glaub, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der wo in die Welt kommen soll. Wo sie das gesagt hat, ist sie gegangen, hat ihre Schwester Maria gerufen und hat gepispert zu ihr, der Herr ist da und ist am Frohe für dich. Und wo sie das gehört hat, ist sie geschwind aufgestanden und ist zu ihm gegangen. Na, Jesus war noch nicht in die Stadt gegangen, aber war auch noch am selben Platz, wo die Martha ihn auch getroffen hat. Wo die Juden es bei ihnen waren, sie dreiste, gesehen haben, dass die Maria geschwind aufgestanden ist und ausgegangen ist, sind sie ihr nachgegangen. Sie haben gedacht, sie ist Ausgehen ans Grab verheilen dort. Nur wo die Maria angekommen ist, wo Jesus war und hat ihn gesehen, ist sie an sein Fuß gefallen und hat gesagt, Herr, wenn du gewesen wärst, wär mein Bruder nicht gestorben. Wo Jesus sich gesehen hat am Heilen und die Juden, die mit ihr gekommen sind, auch am Heilen waren,
hat zijn hart gedenkt im Geist, und war gedrubbelt, und hat gesagt, wohin der ihn angelegt? Sie haben gesagt zu ihm, Herr, komm und guck mal. Jesus hat geheilt. Nou haben die Juden gesagt, guck mal, wie lieb es ihn gehabt hat. Aber der hat gesagt, het net daar wo die Augen von Blindemann aufgemacht hat, der Mann hatte kennen von sterven? Nu hat Jesus als nog hart genommen, wie ans Grab gekommen ist. Es war ein Loch im Felsen und ein Steinblock von der Draw. Jesus hat gesagt, nehmt den Stein weg. Die Martha, ein doder Mann, seine Schwester, hat gesagt zu Jesus, Herr, beinahe dort schon stinken, weil schon viel tot war. Jesus hat ihr gesagt, hab ich nicht gesagt, wenn du glaubst, sollst du die Heiligkeit von Gott sehen? Nu haben sie den Stein weggenommen, und Jesus hat noch geguckt und hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich geehrt hast. Ich hab gewusst, dass du mich immer herrschst, aber ich hab das gesagt für die Leute, wo du bei mir stehen, so dass sie glauben, dass du mich geschickt hast. Wo das gesagt hat, hat ausgegriffen mit einer lauten Stimme, Lazarus, komm raus! Der Mann, das tot gewesen war, ist rausgekommen. Sein Hand und Fies waren gebunden mit die Grabkleider, und sein Gesicht war gebunden mit dem Tuch. Jesus hat nur gesagt, nehmt die Grabkleider ab und lasset ihn gehen. Veel von die Juden, die mit die Maria gekommen waren und gesehen, was gedoe gehad hat, haben nur an ihn geglaubt. Aber der sind zu die Pharisäer gegangen und haben ihnen gesagt, was Jesus gedoe hat. Nu haben die hohen Priester und die Pharisäer ihre Council versammelt und haben gesagt, was können wir tun? Der Mann dort viel sehen. Wenn wir ihn der Weg angehen lassen, dort gleich alle ab an ihn glauben. Und die Römer kommen und nehmen unser Land und unser Leid weg. Aber einer von ihnen, der Caiaphas, wo der hohen Priester war für so Jahr, hat gesagt zu ihnen, der wisset gar nichts. Der versteht nicht, dass es besser ist für euch, als ein Mann sterbt für die Leute. Lieber das, als wie's ganz Land untergeht. Hat das nicht gesagt von sich selber. Aber weil der hohen Priester war so Jahr, hat vorgesagt, dass Jesus gleich sterben soll für die Juden. Und nicht just für die Juden, aber für all die Kinder Gottes zusammenbringen, wo auseinander waren, und für sie Leid machen. So von selben Tag an haben sie bewirkt ausfiguren, wie sie ihn umbringen könnten. Versel hat Jesus noch nicht mehr länger vorne rumgehen können, ohne die Juden, aber ist von dort aus in die Landschaft gegangen, nächst an die Wildnis, in die Stadt Ephraim, und dort ist geblieben mit seinen Jüngern. Na, es war Zeit fürs Osterfest von den Juden, und viele Leute sind von ihrer Nachbarschaft auf an Jerusalem gegangen, das Osterfest für sich reinigen. Sie waren am Gucken für Jesus, und wie sie rumgestanden haben im Tempel, haben sie gesagt zueinander, was denkt ihr? Denkt ihr, kommt nicht ans Osterfest? Na, die hohen Priester und die Pharisäer haben ein Gebot ausgegeben gehabt, dass von jemand ausfindet, wo ist, so sie wissen lassen, so sie ein Fest nehmen können.